Hallo, ich bin Theodor. Kommt doch rein in den alten Ballsaal, den ich vor dem Abriss gerettet habe. Wir sind jetzt hier im alten Speisesaal, Bankettsaal, Ballsaal des Hauses Westends. Es ist ein altes Hotel gewesen von 1890. Das Hotel war nebenan, das wurde zur Eigentumswohnung umgebaut. Nur dieser große Saal verfiel, Wasser kam herein, der Stuck fiel von der Wand. Es fand sich kein Käufer dafür. Er stand also wirklich vor dem Abriss. Ja, ich bin nicht vom Fach, ich bin Lehrer, Dozent gewesen in einer finnischen Universität. Mein großes Interesse, meine Liebe sind wirklich alte Häuser, in denen ich selbst etwas schaffen kann. So, jetzt gehen wir mal in unseren Essbereich. Zum ganzen Haus möchte ich dann noch sagen, das war natürlich denkmalgeschützt. So hatten wir auch die Auflage, man darf nicht an die Wand bauen. Ich möchte mal den Denkmalschutz loben. Das war nämlich einfach, unsere Ideen hier genehmigt zu bekommen. Die alten Wände, die alten Fenster, alles erhalten. Und so ging es natürlich dann darum, dass wir einfach irgendetwas reinsetzen, ohne das zu zerstören. Das haben wir gemacht, indem wir hier einen Block reingesetzt haben. Für mich war das wirklich unglaublich einfach, weil es war ja nichts da, nur die Außenwände. Und man konnte frei entscheiden, selbst machen, was man wollte. Ich hatte also den Freiraum. Was soll ich sagen? Es ist alles groß bei uns. Hier einen wahnsinnig großen Tisch, aus einem Stein geschnitten. Klein geht nicht. Ich muss oft lachen und sage immer, passt zu meinem Ego, so was Großes. Das seht ihr auch wirklich an jeder Stelle in diesem Haus. Klein ist nicht möglich. Wir haben den alten Spiegel, der als einziges wirklich original ist, auch in den Originalfarben. Unsere Lampen, das sind alte Lautsprecher, die dann neu lackiert wurden. Beim Balkon ist auch lustig, als wir dann renoviert haben, haben wir natürlich dort oben auch geputzt und fanden wirklich unglaublich viele Champagnerkorken. Da wusste man schon, was hier war. Da wurde ab und zu was hochgeschossen. Wir haben also hier 1,5 Jahre renoviert, sind umgezogen am 13. Juli 2021 und am 14. Juli 2021 stand das Wasser bei uns im Haus. Die Ahrtal-Flut war natürlich Katastrophe auch für uns, obwohl wir von dem Materiellen her noch Glück hatten. Es war nicht so schlimm, der Schaden, aber die ganze Lebensqualität ist weg gewesen. Und so haben wir wirklich lange gelitten, auch überlegt, können wir hier noch wohnen. Und heute sind wir wieder der Meinung, das lohnt sich, wir bleiben hier und werden das Leben auch in Bad Neuenahr genießen können. Ja, die Küche, etwas ganz Besonderes in meinen Augen. Diese Glasfronten, die dann von einem Künstler bemalt wurden. Kochen ist ein Hobby von mir, ich tue das auch gerne und öfter. Unsere Küche schwebt also, das ist auch schön. So und so habe ich Probleme mit Fußleisten. Ich will die immer verstecken und darum ist das für mich ideal. Ich wollte keine Kaffeemaschine mehr haben. Wenn die Kaffeemaschine da ist, die wird ja das Bild stören. So muss ich mal zugeben, ich bin da ganz komisch bei. Design geht manchmal vor Funktion. Aber so bin ich. Ach so, noch der Fußboden ist was ganz Besonderes, war nämlich die größte Arbeit im ganzen Haus. Vorher war der Fußboden ein Holzfußboden mit Linoleum bedeckt. War wirklich eine Katastrophe, das sah aus hier. Es ist ein Betonboden mit Fußbodenheizung, ich glaube 16 Heizkreise. 1600 Meter Leitung und 18 Zentimeter Beton, weil wir für dieses Haus eine Heizung brauchten, die 7,5 Meter Höhe heizen können. Und da wäre kein Heizkörper möglich gewesen. Unser Wohnzimmer, klein und fein, doch können schon 2, 3 Leute sitzen. Es
mag auch sein, dass ich eine besondere Beziehung habe zu Möbeln oder auch zu Häusern. Es ist für mich eine Art Spielzeug. Ich habe sie einmal, ich baue sie auf, ich mache es, dann ist es toll und schön. Aber ich kann jederzeit Neues nehmen und das Alte weggeben. Ich weiß, als Kind habe ich mit Legos gebaut, mein Bruder baute Technik und ich baute Häuser. Und es war ganz wichtig, dass die Steine dieselbe Farbe hatten. Ich konnte nicht bunt durcheinander bauen, das musste passen. Das war immer so, ich weiß es nicht warum. Letztes war der Geburtstag meiner Frau, da haben wir hier gefeiert. Da waren, glaube ich, 45 Leute oder 50. Wir mussten nicht einen Stuhl, nichts besorgen, weil alles war da. Das ist schon schön hier. Hier ist so ein Fundstück, ein alter Krankenhauswagen. Wenn man das hier alles getrunken hat, muss man auch ins Krankenhaus, denke ich. Hier ist auch besonders, das war hier die große Tür zum Hotel. Die wurde natürlich irgendwann zugemauert und das Ganze haben wir dann neu aufgebaut. Mein schönster Raum ist natürlich dieser hier, ne? Alles da, was man braucht, um wirklich viel zu machen. Und ich habe ja nur auch ganz viel selbst gemacht. 1000 Maschinen. Man kann es auch wirklich, egal was ihr braucht, ich kann das. Ein schöner Raum ist auch unsere Gästetoilette, weil ich hier versucht habe, auf einer minimalen Fläche alles einzubauen. Hauswirtschaftsraum und dann sind wir wieder in der Küche und da haben wir eine schöne Garderobe. Dieser Schrank muss ja fest stehen, damit er nicht umkippt. Und dann haben wir uns gedacht, machen wir hier mal schwere Sachen rein. Das darf man nicht trinken, weil der Schrank sonst umkippt. So, dann gehen wir mal nach oben. Es ist relativ sportlich immer bei mir zu Hause, denn es kommen ein paar Meter zusammen. Noch ein bisschen was Besonderes, unsere Leuchten hier. Das ist das Innenleben von den alten Lautsprechern. Und die Shiva, 450 Kilo. Hier musste ich die einzige Verbesserung im Haus machen. Ich musste noch mal die Balken verstärken, als die reinkam. Aber die gefällt uns sehr. Unser Schlafzimmer, ich würde mal sagen, das ist relativ offen. Keine Wände, mit schönem Blick auf den Stuck. Und es ist ein Genuss, hier morgens wach zu werden. Hier oben zum Beispiel ist alles neu gemacht. Das war nicht mehr da, ist unten gewesen nach den Wassereinbrüchen. Und wir haben versucht zu retten, was zu retten ist, oder neu aufgearbeitet. Nochmal zum Dach. Das mussten wir komplett neu aufbauen mit Verstärkung. Das kam schon runter. Durch das Wasser war das alles morsch. So haben wir dort auch eine schöne Schattenfuge, die man auch irgendwann noch beleuchten kann. Passend zu den Kronleuchtern gab es früher auch Wandleuchten, die sind alle geklaut gewesen. Da ist leider keine mehr da. Die sind an einer richtig stabilen Metallkonstruktion innen drin aufgehangen und dort mit dem Seilzug hochgezogen. Hier ist dann auch noch so ein altes Teil aus meiner finnischen Zeit, von der Uppsala Kommune, von Studenten mal geschenkt bekommen, den Rettungsring, und der hängt immer an der Badewanne. Hier dann noch unser Bad. Schön direkt am Stuck mit einer riesen Glaswand. Und so exakt geplant, man kann das hier sehen. Ich habe dann der Putte die Fußnägel geschnitten, damit die Glasscheibe passte. Skandinavisches Design, würde ich mal sagen. Meiner finnischen Seele entsprechend. So, auf dem Weg zum Gästezimmer. Der einzige Durchbruch nach oben ist hier und daran ist dann auch unsere Leiter in den Dachboden. Das Dach ist riesig, da sind noch 4 Meter Raum, aber nicht zu benutzen. Wir kommen jetzt zum Gästezimmer.
Hat dieselben Proportionen wie unser Schlafzimmer, aber ohne Badewanne. Dafür ist hier großes Bett. Ein ganz besonderer Stuhl habe ich gerade jetzt letztens besorgt, aus alten Jeans gemacht. Ganz besonders, sehr schlecht zum Sitzen. Dann Flohmarktfund mit olympischen Ringen hier. Ein sehr, sehr schönes sportliches Instrument. Hier sitze ich jeden Tag und versuche Kilos abzunehmen. Ich glaube, es ist das zweite Mal im Leben, dass ich hier sitze. Aber es funktioniert. Eine Sache, die für mich als halber Finne ganz wichtig ist: natürlich muss eine Sauna im Haus sein. Klein und fein, aber ich denke, hat alles, was man braucht. Die Dusche im Gästezimmer ist wirklich groß, eine tolle Dusche. Man sieht nach draußen, vielleicht wird man auch gesehen. So, jetzt haben wir eigentlich alles gesehen. Ich bin unglaublich zufrieden mit dem, was hier ist. Ich mag die Proportionen, ich mag die Aufteilung. Ich mag es, dass eigentlich alles zusammenpasst und es in einem Guss ist, das würde ich sagen. Ich wurde einmal gefragt: Theo, warum tust du dir das an, so viel zu machen? Ich sage, größeres Geschenk kann ich gar nicht haben, als dass ich hier so etwas machen darf. Andere gehen auf den Golfplatz, ich gehe auf die Baustelle und mag es. Ich schaffe etwas und bin zufrieden. Das war die Roomtour durch unseren alten Ballsaal, den wir zu unserer Traumwohnung umgebaut haben. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, klickt hier oder hier und abonniert den Kanal. Tschüss!